Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget und wir sind heute, schon wieder auf W50, hat sich so ergeben, ist denke ich mal aber auch gar nicht so verkehrt, denn ich habe nämlich heute eine ganz coole Sache, ein ganz cooles Thema, auf das ich gestoßen bin durch unser neues Mitglied, was wir gestern dazu bekommen haben, und zwar ist das der Wugi. Ja, Grüße gehen raus an der Stelle. Ist ein Free-to-Play-Spieler, eigentlich sind wir keine Free-to-Play-Gilde, aber er hat für die Verhältnisse, sag ich mal, schon ein echt gutes Level als Free-to-Play-Spieler hingelegt und hat hier sich so ein bisschen als Ziel gesetzt, in die Top 100 des stärksten Shakes and Fidget Servers zu kommen, währenddessen er halt Free-to-Play spielt. So, ne? Das ist eine ganz coole Aufgabe und es ist eine ganz nice Challenge. Und da habe ich mir so gedacht, ey, eigentlich könnte man mal gucken, W50 ist ja der stärkste und der aktivste Server, den es momentan gerade so gibt. Und hier spielen halt sehr, sehr viele Hardcore-Pilzer, sehr viele Medium-Pilzer, spielen sehr viele, die sehr viel Pilze ausgeben generell. Und hier hat man es als Free-to-Play-Spieler besonders hart, relativ weit nach oben zu kommen, weil man mit so einer Masse an aktiven Spielern zu tun hat, dem man sich entgegenstellen muss und sich da über die Jahre denn irgendwann zu beweisen und irgendwann eines Tages höher zu kommen, das dauert halt eben länger als auf Servern, die nicht so populär sind, beziehungsweise schon fast tot sind, oder da ist es halt eben ein bisschen einfacher, sich hochzuspielen als Free-to-Play-Spieler. Deswegen empfehle ich immer, wenn ihr als Free-to-Play-Spieler oder als Medium-Pilzer relativ weit oben sein wollt in der Rangliste, dann spielt auf einem Server, der nicht so populär ist. Wenn ihr aber einen langfristig aktiven Server mit starker Konkurrenz und starken Langzeitfaktor haben wollt, dann geht auf die runden Server, auf diese krassen Event-Server. Die sind meistens sehr, sehr gut besucht, wie zum Beispiel W50. Nach wie vor kann ich das immer noch für jeden empfehlen, der halt hier lange spielen möchte. So, ne? Aber es ist halt eben schwierig, hier weit hochzukommen. Ne? Selbst bei mir, ich bin ja auf Platz 70 jetzt momentan, was für den Server schon echt gut ist, sag ich mal. Und deswegen, es ist relativ schwierig, hier dann sich weiter zu festigen und nach oben zu spielen. Deswegen fand ich es als Projekt ganz cool, muss ich sagen, so ein paar Free-to-Play-Spieler mal aufzunehmen und zu begleiten. Und da kommt ihr ins Spiel. Falls ihr jemanden kennen solltet, der Free-to-Play auf dem Server spielt, oder falls ihr selber Free-to-Play auf W50 spielen solltet, dann schreibt mir gerne eine private Nachricht. Ja? Und ihr solltet aber schon mindestens über 300, wenn nicht sogar 350 sein. Und dann würde ich die Leute ganz gerne mal in meine Freundesliste aufnehmen, hier auf W50. Und dann würde ich ganz gerne mal sehen, wer ist denn auf W50 der stärkste Free-to-Play-Spieler? So, um den ganzen Free-to-Play-Spielern mal so ein bisschen Credit zu geben, mal ein bisschen Shoutout zu geben, ein bisschen auch Wertschätzung, würde mich das mal interessieren, und da kann man so eine kleine Challenge draus machen. Wer von euch ist denn der stärkste Free-to-Play-Spieler auf dem stärksten und aktivsten Server weltweit? Ja, und welchen Rang habt ihr bisher erklommen? Ja, und welches Level habt ihr bisher geschafft? So, das Ding ist, ich habe jetzt erstmal nur 3 Leute hier rausgesucht, wo ich wusste, die spielen halt Free-to-Play. Das ist einmal bei den Störartigen, hier der Blub, die haben das in der Beschreibung, deswegen das ist relativ einfach. Dann der Julian, der ist bei uns auch in der Holzfällerhütte. Der spielt, soweit ich weiß, auch komplett Free-to-Play mit 366. Und der Wugi, der halt 392 schon mittlerweile ist und hat bisher auch Mushrooms Paid 0, hat er zumindest in seiner Beschreibung. Wäre ganz cool, wenn ihr in die Liste kommen wollt, und beziehungsweise an die 3, die in der Liste sind und auch bleiben wollen vielleicht, wäre es ganz cool, wenn ihr mir irgendwie einen Screenshot zuschicken würdet mit Mushrooms Paid, und dann guckt man halt, aha, stimmt das denn wirklich? Habt ihr wirklich 0 Pilze bezahlt oder habt ihr hier schon Geld investiert? Ja, das wäre noch ganz cool, damit man das so ein bisschen fair gestalten kann. Denn ich denke mal, einige von euch werden, denke ich mal, sagen, ey, was? 392 Free-to-Play auf W50 mittlerweile, das ist ja schon ganz schön heftig, ja. Da habe ich dann noch mal so ein bisschen zurückgeschaut auf meinen Free-to-Play-Account, den ich gemacht hatte. Und da hatte ich nach 6 Monaten
das ist ja der hier. Nach 6 Monaten hatte ich mit dem Free-to-Play-Account, beziehungsweise 10 Euro waren es damals gewesen, ja, die ich hier einfach so aufgeladen habe, ohne Paket noch damals. Da hatte ich nach 6 Monaten Stufe 300 erreicht. Und Stufe 400 weiß ich jetzt nicht mehr, leider. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber Stufe 300 hatten wir nach 6 Monaten so, ne? Und das waren ja auch damals noch andere Zeiten gewesen. Jetzt hat man ein paar mehr Möglichkeiten noch. Man hat ein paar mehr temporäre Events, die noch dazwischen kommen. Elevator war gewesen. Legendary Dungeon ist gewesen, so, ne? Und man hat generell ein bisschen mehr Möglichkeiten, schneller Level zu machen. Obwohl es vieles damals hier auch schon so gab. Ne? So lange ist das ja noch nicht her. 2019 ist der Server S39 hier gestartet mit dem Berserker. Ne? Und deswegen würde ich mal behaupten, dass Stufe 400 nach einem Jahr Free-to-Play möglich sein kann. Ne? W50 steuert ja jetzt auch bald auf das volle Jahr hinzu. Ne? Das dauert nur noch, glaube ich, 1-2 Monate und dann ist W50, glaube ich, auch schon ein Jahr alt. Und deswegen würde ich mal sagen, Stufe 392 ist definitiv machbar mit den heutigen Möglichkeiten und vor allen Dingen, wenn man dann halt auch jeden Tag das Glücksrad dreht und man eben Lucky Coins farmt und so, ne, dann kann man da schon relativ viel rausholen in einer gut ausgebauten Gilde. Und deswegen würde ich sagen, ist das definitiv nicht unmöglich. So, deswegen würde mich gerne mal interessieren, ob es denn noch auf W50 Free-to-Play-Spieler geben sollte, die noch höher und noch weiter vom Rang her oben mitspielen als der Wugi. Denn bisher würde ich mal so sagen, dass er der stärkste Free-to-Play-Spieler ist auf W50. Ja, früher konnte man mal hier noch in die Ehrenhalle gucken, wenn man da draufklickt, glaube ich. Ja, und deswegen bin ich gespannt, wie sein Ziel dann auch so aussieht, wie lange er braucht, um in die Top 100 zu kommen als Free-to-Play-Spieler. Und ja, wie gesagt, ich habe hier jetzt nicht jeden einzelnen durchgeschaut, ob hier noch jemand in der Liste irgendwo drin zu stehen hat, dass er Free-to-Play ist. Und selbst wenn sie es drin zu stehen haben, heißt es ja nicht unbedingt, dass sie Free-to-Play sind. Ne? Deswegen, ja, würde mich das einfach interessieren. Also, falls ihr auf W50 spielen solltet, dann, und Free-to-Play seid, dann schreibt mir gerne eine PN, am besten gleich mit einem Screenshot dazu von euren Mushrooms Paid. Ne, das wäre sehr vorteilhaft. Und oder ihr kennt halt jemanden aus eurer Gilde, der vielleicht Free-to-Play ist, hier zum Beispiel jemand. Ja, aber der scheint inaktiv zu sein. Da steht hier auch Free-to-Play, aber der versteht mich auch, glaube ich, nicht. Ja, anhand der Sprache entnehme ich das mal einfach so. Ne? Und das ist, denke ich mal, eine ganz coole. Oh, guck mal, hier ist noch Free-to-Play. Ja, also Chill Out könnte hier auch noch Free-to-Play sein. Ich weiß aber, ich weiß halt nicht, ob er halt Free-to-Play geworden ist oder ob er halt komplett Free-to-Play gespielt hat. Das ist natürlich eine Sache, die kann man jetzt so nicht herleiten. Aber das wäre mal ganz interessant zu wissen. Und um dann mal einfach rauszufinden, wer, ne, es gibt ja, es wurden ja schon ein paar, sag ich mal, Klassen bzw. Charaktere ausgesucht, beziehungsweise kann man sehen, wer hat den stärksten Krieger auf W50 oder wer hat den stärksten Magier, Dämonenjäger und so, ne? Das ist alles ganz gut und schön, ne? Die spielen ja meistens auch relativ weit oben, aber welche Leute man eben nicht auf dem Schirm hat, sind halt eben die Free-to-Play-Spieler, ne? Wer ist halt der stärkste Free-to-Play-Spieler auf dem aktivsten Server, auf dem aktivsten, stärksten Server mit der stärksten Konkurrenz? Und da die halt eben relativ weit unten spielen im Vergleich zu den ganzen Pilzern, die hier auf dem Server unterwegs sind, sieht man die natürlich nicht und gehen natürlich unter in der Masse. Und ja, deswegen wollte ich da halt einfach ein bisschen die Shoutouts geben, ein bisschen die Credits an die Free-to-Play-Spieler unter euch, um halt eben mal zu sehen, wer ist hier tatsächlich gut am Start, auch als Free-to-Play ebenso, ne? Das ist, das wäre wirklich sehr interessant zu wissen. Und ansonsten gibt es hier auf W50 selbst gar nicht mal so viel zu zeigen. Wir haben ja gestern hier gerade reingeschaut gehabt, ne? Deswegen ist hier noch gar nicht mal so viel los. Wir können hier ein bisschen was wegtun zur Hexe, ein paar Schilde, ein paar Waffen.
ne? So, das ist halt das ist der Vorteil so an Krieger. Da kannst du Schilde und Waffen, ein Schild zählt auch als Waffe so, ne? Das ist ganz nice und ja, so geht das hier alles seinen Lauf, ne? Natürlich haben wir hier noch keinen weiteren Progress gemacht, deswegen den Krieger zeige ich halt nicht jeden Tag, weil hier halt eben auch jetzt nicht so sehr viel passiert, ne? Kann vielleicht ein paar Dungeons probieren, aber generell passiert nicht viel. Ich warte auf das nächste Hexentanz-Event, dass wir hier beim Wirbelwind nochmal ein bisschen reingehen können vielleicht, ne? Ansonsten bin ich halt, ja, diese Event-Kombination bringt mir generell eigentlich so gut wie gar nichts, ja. Epics brauche ich hier auf dem Server halt überhaupt nicht, weil, ja, war ja jetzt auch Legendary Dungeon, oh, Mana-Trank ist voll. Das heißt, ich habe hier erstmal mehr als genug aktuelle Items am Start und ja, 10 Mille bringt das Ganze. Ja, ich glaube, da warte ich dann doch lieber auf die Hexe, anstatt das irgendwie einem Begleiter zu geben. 611, ich glaube, ja, die haben auch alle Leggy-Items hier am Start, ne? Deswegen, da brauchen wir jetzt gar nicht weiter gucken. Das lohnt sich nicht. Okay, ja, naja, das auf jeden Fall dazu, ne? Ich bin gespannt, wer von euch hier Free-to-Play am Start sein sollte. Und ja, wie gesagt, schreibt mir einfach per Post. Am besten, wie gesagt, gleich mit einem Screenshot verlinken oder so von euren Mushrooms Paid, dann nehme ich euch mal mit in die Liste auf, in die Freundesliste und dann vergleichen wir mal und dann werden wir vielleicht auch mal über die Zeit ein bisschen beobachten, wer hier noch weiterhin Free-to-Play am Start ist und ja, wer hier der höchste bzw. stärkste Free-to-Play-Spieler überhaupt auf W50 ist. Ne? Die haben es ja nicht so einfach hier. Alles klar, Leute, das soll es soweit gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.